Alright, hi, herzlich willkommen. Ich bin wieder der Raphael, einer der Gründer von Trave und ein Sportwissenschaftler. Ich will euch heute ein bisschen was zur Kadenz erzählen. Der Paul, unser Sportmediziner und selber eigentlich Profiläufer, hat euch ja schon mal so ein bisschen was zur Technik gesagt. Und da sind ja sehr viele Elemente aufgegriffen worden, die ich jetzt eigentlich ein bisschen fortsetze. Und Kadenz ist eigentlich auch für mich damals persönlich ein Gamechanger gewesen, weil es im Prinzip sehr viel dieser besseren Technik automatisiert oder so ein bisschen propagiert. Ich werde euch da mal ein paar Sachen vorführen und fange dann noch mal ein bisschen bei dem an, was der Paul euch letztes Mal gezeigt hat. Also, wir hatten ja darüber gesprochen, dass es im Prinzip, um noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, die schlechte Lauftechnik absorbiert sehr viel Energie. Das heißt, wir machen einen Schritt, der eher so ein bisschen vor dem Körperschwerpunkt aufsetzt, kommen sehr gern dann mit der Ferse auf, was im Prinzip eine Art Bremskraftstoß ist. Das heißt, ich falle so ein bisschen in diesen Schritt rein und all meine Energie, die ich eigentlich gerade habe, die wird so ein bisschen hier einmal versackt. Und dann muss ich natürlich wieder Energie aufbringen, um mich erstmal wieder von hier unten nach vorne zu heben. Das heißt, ich laufe eigentlich nicht in horizontaler Richtung, sondern habe eine vertikale Amplitude. Das ist eigentlich unnötige Energie, die ich in Auf- und Abbewegung statt in Vortrieb verschwende. Ja? Und Kadenz spielt insofern dabei eine Rolle, weil es natürlich ein bisschen was mit Schrittlänge auch zu tun hat. Ja? Mache ich lange Schritte, lange große Schritte, habe ich natürlich automatisch weniger Schritte, wenn ich den Pace konstant halte. Das heißt, bei einem langen Schritt ist das hier sehr viel wahrscheinlicher. Ja? Das ist ganz übertrieben dargestellt. Mache ich sehr kleine Schritte, entsprechend eine höhere Kadenz, mehr frequentierte Schritte, dafür kürzere Distanz, dann habe ich natürlich eher so, ich komme gar nicht hier hin, sondern ich will jetzt, wenn ich die Schrittlänge verkürze und mehr Schritte machen will, bin ich halt eher schon hier und komme halt im Prinzip eher in einen Verlauf, wo mein Körperschwerpunkt beim Fußaufsatz immer schon fast über diesem Aufsatzpunkt ist. Und das ist günstig, weil es eigentlich im Prinzip betont, dass wir weg von diesem einsackenden, nenne ich es mal, Muster kommen und mehr zu einem Muster, wo wir im Prinzip einfach ein bisschen dynamisch in der Abdruckphase und über diese Hüftextension agieren. Das ist gelenkschonend und wie gesagt, es wird uns vor allen Dingen dabei helfen, ein bisschen Energie zu sparen, was nachher in der sogenannten Laufeffizienz sich niederschlägt. Jetzt gibt es die Frage, was ist denn eigentlich die gute Kadenz? Das kann man nicht pauschal beantworten, weil es ist zum einen abhängig vom Tempo, was man läuft. Je schneller, desto höher wird auch die Kadenz, kann man in der Regel sagen. Und es ist natürlich auch abhängig so ein bisschen von Individualität, aber vor allen Dingen auch von der Körpergröße, die man hat. Wenn ein großer Mensch hat natürlich per se größere Schritte, das heißt, der wird vielleicht eine etwas niedrigere Kadenz machen als jemand mit einer ganz kleinen Schrittlänge, der einfach ein bisschen hochfrequenter läuft. Grundsätzlich kann man aber immer eigentlich pauschal als Tipp mitgeben, versucht euch, zumindest auch mal um das Gefühl so ein bisschen zu bekommen, erstmal Richtung einer höheren Kadenz zu orientieren. Es gibt eigentlich wenig Nachteile von einer zu hohen Schrittfrequenz. Also wenn ich ganz kleine, schnelle Schritte mache, hat wenig Probleme, die es mit sich bringt, als der umgekehrte Fall, wenn ich wirklich sehr lange Schritte mache mit einer niedrigen Schrittfrequenz. Das birgt sehr viel Risiko. Das heißt, ich zum Beispiel bin 1,85 Meter, wenn ich jetzt irgendwie eine 5 Minuten, 30 Minuten pro Kilometer laufe, wäre meine Wohlfühl so ein bisschen, wenn ich jetzt so ein bisschen gar nicht drauf achten würde, vielleicht eher so fast so um eine 150 Schritte pro Minute. Tatsächlich, wenn ich aber mal Richtung 160 gehe, merke ich sofort, wie es sich ein bisschen unnatürlich anfühlt am Anfang, aber einfach im Prinzip tatsächlich weniger Energie und weniger Kraft kostet. Ja? Probiert das mal aus. Vielleicht noch ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr das so ein bisschen für euch steuern wollt. Wie kriegt ihr das hin, eine 160er Frequenz von einer 155er oder sowas zu unterscheiden? Nutzt mal Musik. Macht euch Musik auf die Ohren, die eine gewisse BPM hat. Ja, da gibt es sogar eigentlich vorgefertigte Lauflisten, die ihr vielleicht irgendwie in einem Netzwerk findet. Und die würde euch helfen, so ein bisschen als Taktgeber diese Frequenzen einzuschulen. Ja? Und dann habt ihr im Prinzip so einen kleinen Takt, an dem ihr euch orientieren könnt. Klappt sehr, sehr gut. Und wie gesagt, probiert es mal aus, Richtung schnellere Kadenz zu geben. Wir bauen das ein bisschen in die Trainingspläne ein und hoffen, ihr kriegt das hin. Habt Spaß, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten sehen wir uns zu einer Übung mit dem Lauf-ABC, wie ihr das optimieren könnt. Bis dann.